Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, das heutige Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger werden, denn wir werden heute die komplette Alu durchspielen, weil ich euch anhand von verschiedenen Beispielen auch zeigen möchte, wie ich meine Alu spiele, was ihr beachten müsst beim Alu-Spielen und was man da für Tipps und Tricks beachten kann, wenn man sie dann beachten will. Und ja, zum Anlass nehme ich mir jetzt, weil wir es jetzt momentan gerade oder bald Event haben. Ne? Wir haben ja jetzt bald Pfingsten. Ne? Pfingsten steht vor der Tür. Am Freitag geht's los. Hier nochmal die News dazu. Da haben wir Erfahrung, Sanduhr, Glanzparade des Goldes und Fest der Festung. Ja, warum ist es wichtig? Ja, warum wir jetzt nochmal am Donnerstag hier spielen? Weil am Freitag schon das Event losgeht und da haben wir natürlich das Gold-Event. Das heißt, um 0 Uhr fängt das Gold-Event direkt an. Das heißt, wenn man um 14 Uhr seine Stadtwache stellt und sie um 0 Uhr 1, sag ich mal, abholt, dann beginnt man mit einer kompletten Stadtwache mit Gold-Event quasi drin. Das heißt, den vollen Boni. Ne? Deswegen spielen wir jetzt schon unsere Alu. Ich muss aber dazu sagen, auch nochmal, das muss ich ja mal erwähnen, ne? Bei mir ist es jetzt mittlerweile so, ich bin ja jetzt Stufe 562 und bei mir ist es jetzt so langsam so, dass ich keinen großen Verlust mehr mache außerhalb vom Gold-Event. Das heißt, ich habe meine Stadtwache schon fast so weit gebracht, dass sie mir so viel Gold gibt außerhalb von Gold-Event, ja, wie es halt beim Gold-Event auch geben würde. Das heißt, ob ich jetzt nun darauf achte, meine Stadtwache einzustellen, sodass ich um 14 Uhr die auf 10 Stunden stelle, sodass ich sie um 24 oder um 0 Uhr abhole, ne? Oder halt eben das außerhalb vom Event mache, weil halt kein Gold-Event ist. Das nimmt sie nicht viel, weil wenn man mal drauf schaut, Stadtwache gibt bei mir eine Stunde 8,2 Millionen Gold. So. Und wenn jetzt Gold-Event ist, dann würde mir eine Stunde 10 Millionen Gold geben. Bei euch sieht das wahrscheinlich noch ein bisschen anders aus, wenn ihr ein bisschen niedriger im Level seid. Ne? Das heißt, wenn ich die auf 10 Stunden stelle, gibt mir das 82 Millionen. Und beim Gold-Event kriege ich halt die 100 Millionen, weil die Stadtwache auf 100 Millionen gekappt ist. Ne? Also auf 10 Millionen pro Stunde ist die Stadtwache gekappt und geht nicht darüber hinweg. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, sagen wir mal nachher Stufe 600 oder so bin, ich weiß nicht, ab welchem Level das genau nachher eintritt, dann ja, produziert meine Stadtwache auch außerhalb vom Gold-Event das Maximum, also das Cap quasi, ne? Und ich brauche da gar nicht mehr drauf achten, ob ich jetzt nun meine Alu skippe oder nicht. Ja, trotzdem ist es aber wichtig, dass man noch drauf achtet und vor allen Dingen die noch nicht so hoch im Level sind, drauf achtet. Ne? Ich will nur damit sagen, wenn ich das jetzt nicht stellen sollte, so direkt um 0 Uhr, dann ist es nicht so schlimm, dann gehen mir im Anführungszeichen nur 20, ja knapp 20 Millionen verloren, was dann eben 2 Skillpunkten in meinem Levelbereich entsprechen würde. So, ne, bei anderen sieht es dann natürlich schon ein bisschen anders aus. Ne? Gut, das machen wir jetzt aber nicht. Ja? Wir holen uns jetzt erstmal hier nochmal kurz einen Edelstein ab und dann gucken wir mal gleich, dass wir unsere Alu durchskippen. Ne? Und umso höher man im Level ist, umso mehr lohnt sich natürlich auch die Stadtwache so lange wie möglich anzustellen. Beim Gold-Event skippt man ja auch nur seine Quests durch, weil man so viel wie möglich von der Stadtwache rausholen möchte. Ne? Und wenn man aber die Stadtwache einfach irgendwann gemaxt hat, also auf 100 Millionen, ne, dann ja, hat man quasi fast immer Gold-Event. Und deswegen solltet ihr auch, ja, wenn ihr ein hohes Level habt, eure Quest immer skippen. Ne? Ich skippe meine Quest persönlich auch immer. Nur im Video mache ich das meistens nicht, weil da ist es mir dann halt so ein bisschen zu anstrengend, muss ich sagen. Im Video lasse ich die immer so durchlaufen, da konzentriere ich mich auf andere Sachen. Und ja, nur in diesem Video werde ich jetzt gezielt darauf gehen, wie und was ihr für Quests aussuchen solltet, um diese so effizient wie möglich zu nutzen. Ich habe jetzt noch gar keine Alu gespielt, außer jetzt das eben. Also wir haben noch genug Alu vor uns. Ne? Nicht wundern, dass ich dazu jetzt noch nichts gesagt habe. Und ja, erstmal werden wir darauf achten, dass wir hier unsere Sachen loswerden. Denn wir haben, ja, endlich mal Glück hier bei der Hexe. Das heißt, wir können hier auch unsere ganzen Sachen loswerden. Ne? Da lohnt sich das wieder, erst das Inventar ausgebaut zu haben, bevor man die Edelsteinmine ausbaut, weil so kann man in der Zeit, wo das Ding noch weiter ausbaut, schon Gold generieren und früher oder später hat man die Mine eh auf 100. Ne?
Und das Inventar hat man aber nicht für immer, sag ich mal, oder hat man erst für immer, wenn man halt das komplett ausgebaut hat. Ne? Und ja, in der Zeit kann man halt dann schon Gold generieren. So. Wenn man zuerst die Mine auf 100 ausbaut und dann die Schatzkammer, dann verliert man in der Zeit natürlich viele Inventarplätze und im Umkehrschluss auch viel Gold, was man dann nicht zur Hexe bringen kann. So, deswegen zuerst würde ich dann immer empfehlen, die Schatzkammer vor der Edelsteinmine auf Stufe 100 zu bringen, die Schatzkammer komplett auszubauen, ne, damit die Frage auch nochmal gleich abgefertigt wird. Ja, gut. Und deswegen, ne, wir haben es ja auch hier, wie heißt das? Sanduhr steht Kopf-Event. Da sind ja die Sanduhren, ja, kriegt man für eine Sanduhr 10 Sanduhren und für 10 Sanduhren kriegt man 100 Sanduhren. Da auf jeden Fall zuschlagen und sich immer so doll es geht mit Sanduhren eindecken, weil man natürlich die Stadtwache immer, ja, so lange wie möglich aktiv haben möchte. Und es kostet zwar auch ein paar Pilze, sich mit Sanduhren ganz krass einzudecken, sodass man quasi gar keine Probleme mehr hat, seine Alu zu skippen. Aber es hat halt 2 Vorteile. Der erste Vorteil ist, ihr habt schneller euer Alltagszeug hier durch in Shakes and Fidget. Ne? Das heißt, ihr habt im Umkehrschluss mehr Freizeit für euch, also mehr Zeit für euch. Ne? Und auf der anderen Seite natürlich der Vorteil, dass man halt die Stadtwache umso länger am Laufen hat, damit man noch länger ja, was von der Stadtwache hat und noch mehr Skillpunkte bekommt. Ne? Das sind natürlich die 2 Vorteile an der Stelle. So, ja, und deswegen, es kostet zwar auch ein bisschen Gold, auch die Sanduhren zu kaufen, aber alleine die Stadtwache macht das schon wieder ja, gut, sag ich mal, was man jetzt für die Sanduhren ausgegeben hat an Gold. Das ist wirklich, steht in keinem Verhältnis, deswegen sollte man da, wenn das Event ist, auf jeden Fall sich immer sehr stark eindecken mit den Sanduhren. Gut. Jetzt kommen wir langsam zu den Quests, nachdem wir unsere ersten 100 Alu hier durchgeballert haben, mache ich das immer so. Es geht natürlich schneller, wenn man seine Biere am Stück trinkt. Das heißt, wenn ich jetzt gleich meine Alu komplett durchgespielt habe, ja, dann geht es natürlich ein bisschen fixer, wenn man jetzt komplett, sag ich mal, trinken, dass man wieder auf 100 Alu ist. So, ne? Das werden die meisten von euch aber auch schon kennen. Das Bier am besten immer einzeln trinken, weil so kann man seine Quest noch besser aufsplitten, weil man da die Chance hat, noch mehr kleine Quests zu bekommen, anstatt jetzt die kompletten 100 Alu durchzuspielen, weil man öfter an die 0 Alu rankommt und öfter ja, in die Gelegenheit eventuell kommt, seine Quest so zu gestalten, dass man diese halt ja, unterteilen kann. Wie hier zum Beispiel. Ich habe 7,5. Ne? Hätte ich jetzt komplett 100 Alu, dann wüsste ich nicht, was danach kommt. Jetzt weiß ich, ich nehme hier die kleinste Quest mit, um nochmal 2,5 Millionen Gold, 2,5er Quest zu haben, um nochmal eine ja, Quest über zu haben. Vor allen Dingen nachher im späteren Levelbereich und zu 100% auch beim Gold-Event ist das so, da ist es ganz wichtig, dass ihr euer Bier einzeln trinkt, weil ihr dadurch natürlich, also ihr wollt generell immer die kleinste Quest nehmen, um halt so viel Gold wie möglich rauszuholen. Ne? Und jetzt muss man halt unterscheiden zwischen 2 Spielerarten. Die erste Spielerart ist XP-Spieler, die zweite Spielerart ist eben Goldspieler. Ne? Und ab wann macht man was? Das kann ich euch, oder die Antwort kann ich euch leider so pauschal nicht geben, weil der eine ist eben Goldspieler, der andere ist eben Erfahrungsspieler. Und da muss man selbst sehen, was man denn halt möchte. Ich kann euch nur sagen, es macht keinen Sinn, auf Gold zu spielen vor Level 393, weil ab dem Level oder bis zu dem Level steigt noch eure XP-Kurve an und ab 394 oder 393 schon geht es dann wieder bergab. Das heißt, ihr bekommt pro Level weniger XP für eure Erfahrung, dafür geht aber euer Goldverdienst hoch in der Statistik und ihr bekommt mehr Gold für eure Abenteuer und auch jetzt, wie gesagt, zum Beispiel die Stadtwache etc. pp. Ne? Und deswegen sollte man bis dahin auf Erfahrung spielen. Ab da könnte man schon auf Gold gehen. Ich persönlich würde es noch nicht machen, weil man bis Level 450 easy noch sehr, sehr gute Erfahrungsquests bekommt
Und ja, ich sag mal so, ab 480 dann später wird das mit den Erfahrungsquests schon langsam ziemlich, ja, wird das ziemlich rar auf jeden Fall. Ne? Und deswegen sollte man dort auch dementsprechend anfangen zu switchen, weil es dann keinen Sinn mehr macht, großartig auf Erfahrung zu gehen, weil dann das Gold eben überwiegt und ihr öfter an euer Cap kommt. Ne? Und deswegen, ja, man dort dann lieber denn auf Gold geht als auf Erfahrung, weil die Erfahrung so doll wenig wird nachher im späteren Levelverlauf. Und da sind halt die Skillpunkte dann eben besser. Ne? Gut, das auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, ob man nun auf XP oder Erfahrung geht, das kann ich euch so nicht sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, welche Quest sollte man nehmen, wenn man jetzt sich so die besten Quests aussuchen müsste. Ich habe jetzt extra hier gestoppt, um euch mal so ein Beispiel zu sagen, weil ihr könnt ja immer zwischen 3 Quests aussuchen. Und hier möchte ich auch noch mal ein kleines Bildchen einblenden, denn hier an der Stelle möchte ich noch mal auf die Erfahrungswerte von Bad News Run eingehen. Wer das Video nicht gesehen haben sollte, sollte unbedingt nochmal auf meinen Kanal durchstöbern und nach dem Interview mit Bad News Run gucken, denn mit dem habe ich ein Interview geführt und ihn zur Quest-Auswahl befragt, was die beste Quest-Auswahl ist, wie er da differenziert und wonach er dort geht. Bad News Run damals der höchste Spieler gewesen, mit 3 Accounts in der internationalen Ehrenhalle in der Top 10 vertreten und war auf jeden Fall, ihr kennt ihn auf jeden Fall, ne? Und deswegen an alle, die ihn nicht kennen sollten, die vielleicht neu sind, die sollten sich auf jeden Fall das alte Video nochmal anschauen. Ne? Und hier habe ich jetzt ein paar Bilder eingeblendet noch dazu, zu dem, was er zu der Questauswahl zu sagen hatte. Und das ist im Prinzip ja eigentlich so das, was ihr wissen müsst. So diese Differenzquests hat er das, glaube ich, damals genannt. Und wenn man jetzt hier zwischen den 3 Quests guckt, wir haben hier 2 5-Minüter, eine 2 Minuten 30er. Ne? Und zwischen den beiden Quests ist ja klar, welche man nimmt. Ne? Ist natürlich, dass man diese hier bevorzugt, weil die hat halt mehr XP und die gleiche Anzahl an Gold. So, wir haben jetzt hier aber noch eine 2 Minuten 30 Quest, die jetzt weniger Gold bringt und dafür aber ein bisschen mehr Erfahrung. Wenn man es jetzt doppelt hochrechnet, sind wir bei 820. Ne? Hier sind wir bei 5 Minuten nur bei 629. So, hier ist jetzt aber das Ding, was für ein Spieler seid ihr? Seid ihr jetzt mehr der Goldspieler oder seid ihr der Erfahrungsspieler? Und im Prinzip muss man auch gucken, es geht auch so ein bisschen nach Events jetzt mittlerweile auch. Wenn man nämlich bestimmte Eventarten hat, wie zum Beispiel das Ressourcen-Event, wo ihr halt mehr Kristalle bekommt, ne, oder Metalle, oder ist das Pet-Event, ne, oder keine Ahnung, irgendein anderes Ressourcen-Event, was es da noch so gibt. Ihr seid Free-to-Play-Spieler und das ist Pilz-Event, die Pilzchance ist erhöht, dass man verschiedene oder mehr Pilze bekommt. Dann sollte man lieber eher die kürzeren Quests aussuchen, um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, eine Ressource zu finden. Und das ist natürlich dann dahingehend besser für Leute, die dann auch Ressourcen brauchen. Wenn man nachher genug Ressourcen hat, also jetzt Holz, Steine und diese nicht mehr gebrauchen kann, dann muss man auch nicht unbedingt auf Ressourcen gehen. Die Kristalle, wenn die Kristall oder so ein Kristall-Event ist, das ist noch lukrativ. Aber jetzt zum Beispiel Holz oder Stein ist in meinem Falle jetzt nicht mehr so lukrativ. Das heißt, ich brauche nicht darauf achten, dass ich immer die kürzeste Quest annehme. Meistens ist die kürzeste Quest aber immer die beste, weil die halt nicht gecapped ist. So, was ist gecapped sein? Hier das Gold-Cap ist damit erreicht. Ja, es geht nicht höher als 16,5 Millionen bei mir. Ne? Das ist das Höchste, was es gibt. Und da kann man halt entgegenwirken. Trotzdem möchte ich aus diesen 3 Quests die gecappte nehmen, weil man, und da kommt jetzt halt diese Differenzquests ins Spiel, die Bad News Run damals beschrieben hatte, weil man im Prinzip nochmal 2 Minuten 30 an Alu nochmal rauflegt auf diese Quest, dadurch viel, viel mehr Gold hat, was in mein Spielstil jetzt reinpasst als Goldspieler und nochmal ein bisschen mehr Erfahrung, aber das ist halt eben eine 5-Minuten-Quest, aber insgesamt ist diese Quest hier
aus allen dreien jetzt mit am besten. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel hier das Gold hochrechnet, kommt das halt ewig nicht an diese. Ne? Wenn man jetzt hier 5 Minuten, dann wäre hier jetzt ja nur 8 Millionen Gold und das ist mir halt viel zu wenig. Dafür nehme ich dann lieber diese Quest an. Ne? So mache ich das jetzt persönlich. Ja, genau. Und hier zum Beispiel ist es jetzt wieder relativ einfach. Hier haben wir zweimal die gleiche Quest. Ne? Der Erfahrungsbonus für eine 7 Minuten 30er Quest ist nicht so hoch. Es ist nicht mal am Goldcap dran. Und wenn eine 7 Minuten 30 Quest nicht am Goldcap dran ist, dann braucht man die auch schon gar nicht nehmen, in meinem Falle jetzt. Ne? Und deswegen bevorzuge ich hier die 2 Minuten 30 Quest. Dazu mal ist das jetzt die 7,5 letzten Alu hier aus meinem Alu-Balken. Das heißt, ich könnte diese Quest nochmal aufsplitten zwischen 2 anderen Quests, wenn ich Glück habe. Entweder einer 5-Minuten-Quest oder nochmal einer 2 Minuten 30 Quest. Das heißt, ich hole nochmal mehr aus den letzten Alu raus. Das heißt, wenn ich hier diese annehmen würde, wäre meine Alu komplett weg. Ne? Und ich könnte nichts mehr aus meiner Abenteuerlust rausholen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die 2 Minuten 30 Quest an. So, und gucken hier und haben hier nochmal eine 5 Minuten Quest. Ne? Und können hier natürlich, jetzt haben wir überall 5 Minuten. Hätte ich Glück gehabt, hätte ich nochmal eine 2 Minuten 30 bekommen. Und hätte die nochmal aufsplitten können zu nochmal einer 2 Minuten 30 Quest. Und hätte nochmal eventuell ans Goldcap rankommen können. Ne? So haben wir jetzt hier 3 5 Minuten Quests und da nehme ich dann diese mit am meisten Gold. Ne? Und hätte ich jetzt die 7 Minuten 30er angenommen, hätte ich diese Alu jetzt hier nicht mehr kriegen können. Ja, und so spiele ich jetzt hier quasi meine ganze Alu durch. Im Regelfall muss ich aber schon sagen, dass ich auch mehr dazu tendiere, die kleinsten Quests anzunehmen, weil man halt am meisten davon hat. Ne? Man hat die Chance, Gegenstände zu finden, Sanduhren, Pilze, Ressourcen und ja, overall gesehen kommt man halt mit den meisten Quests, die über 2 Minuten 30 geht, ans Goldcap. Das heißt, man schneidet sich hier so ein bisschen Gold ab, vielleicht schon von dieser Quests. Ne? Und wenn ich jetzt hier 2 Minuten 30 mal 2 nehme, dann sind wir hier schon nicht mehr bei 16,5 Gold, sondern hier 9, dann sind wir bei 18,6 Gold für diese 2 Minuten 30 Quest, wenn ich die jetzt verdoppeln würde auf eine 5-minütige. Ne? Und so hätte ich jetzt auf 2 Minuten 30 jetzt schon mehr Gold. Habe jetzt einen Gegenstand gefunden, hier, der auch nochmal 2 Millionen Gold wert ist. Und ja, umso länger die Quest ist, umso schlechter ist es meistens immer so. Ne? Und ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel eine 10-Minuten-Quest, das ist Worst Case, ne, weil das halt am meisten Alu frisst. Das sind 4 kleine Quests in dem Falle, also 4 mal 2 Minuten 30, wo ich 4 mal die Chance habe, 16,5 Millionen Gold zu finden. Hier habe ich nur einmal die Chance, 16,5 Millionen Gold zu finden. Das ist schon ein heftiger Unterschied auf jeden Fall. Ne? Ja, deswegen nehmen wir eine von den 7 Minuten 30er an und hier nehmen wir dann in dem Falle auch mehr diese, die mehr Gold bringt in dem Falle, ne, weil ich halt eher der Goldspieler bin. So, und so machen wir das jetzt, bis wir hier durch sind. 7 Minuten 30 immer schlecht. Hier teilen wir nochmal unsere Alu so gut es geht auf, haben leider nicht das Glück, um nochmal meine Alu hier aufzuteilen. So, und natürlich, da kann ich in diesem Video auch nochmal drauf eingehen, das wissen vielleicht manche auch von euch noch nicht, ne? Das 10. und 11. Bier, vielleicht wissen das manche von euch nicht. Die meisten von euch werden das wissen, aber für die, die es halt nicht wissen, nochmal hier erwähnt, das 10. und das 11. Bier, jeweils dort die letzten 10 Alu. Dort kann es, oder ist es halt so gemacht worden, dass diese Alu, die müsst ihr halt, also das 10. und das 11. Bier, das müsst ihr einzeln trinken. Ja? Wenn ihr alle 10 Biere hintereinander trinkt, ist das okay, aber ab dem 10. Bier müsst ihr Schluss machen und das müsst ihr einzeln trinken und das 11. dann auch nochmal einzeln trinken, weil jeweils dort die letzten 10 Alu, könnte es sein, es ist nicht immer so, aber dort ist das Potenzial da, dass eine 2 Minuten 30 Quest wie eine 10 Minuten Quest zählen kann. Ich werde euch das mal gleich zeigen anhand von einem Beispiel, ne? Und vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Wie gesagt, das ist nicht immer so, da gehört ein bisschen Glück dazu. Aber wenn man das auf lange Sicht gesehen macht und immer das 10. und das 11. Bier einzeln trinkt und dort versucht, seine Alu
also Abenteuerlust hier, ne, für die Leute, die den Begriff auch vielleicht nicht kennen, versucht am besten so möglich, wie es geht, halt aufzusplitten zum Ende. Dann kann man da auf lange Sicht gesehen, wenn man das jeden Tag macht, schon ziemlich viel rausholen. Ja, und vielleicht können wir das so ein bisschen sehen. Ihr habt ja jetzt anhand von meinen Quests gesehen, was ich hier so an Gold und Erfahrung bekomme. Jeweils für eine 5-Minuten-Quest, für eine 2-Minuten-30-Quest und so weiter und so fort. Ne? Und wenn wir Glück haben, dann springt diese gleich nachher zum Schluss so ein bisschen sprengt die so ein bisschen den Rahmen. Ne? Aber da werden wir mal gucken. Es ist, wie gesagt, nicht immer so, aber sehr, sehr häufig. Und deswegen sollte man die letzten 2 Biere einzeln trinken. So, das jetzt einzeln trinken. Ne? Und hier bei dem 10. Bier ist die Chance, also erfahrungsgemäß, noch nicht so hoch, aber beim 11. Bier, beim allerletzten, was man trinkt, dort sollte man schon drauf achten. So, hier sieht man noch keinen deutlichen Unterschied. Und das ist jetzt die letzte Quest. Und hier haben wir nochmal eine 16-minütiger. Ne? Und da haben wir eine 2-Minuten-30er. Und hier haben wir den maximalen Goldbonus. Und sogar noch für eine 2-Minuten-30 Quest. Und dafür, dass man so viel Gold bekommt, auch noch dafür relativ viel XP. So, da nehmen wir die Quest an. Und kriegen sogar noch einen Gegenstand. Ne? Also, das können wir mal in den Kessel werfen. Ja, hier auch nochmal ganz interessant. Wir haben jetzt 3 verschiedene Arten, die alle kacke sind, weil die alle so lang sind, die Quest. Aber bei der haben wir nochmal ein Item mit dabei, was mir nochmal ein bisschen Gold bringt. Und im Prinzip können wir uns aussuchen zwischen einer 10er und einer 7-Minuten-30er. Das heißt, wir machen hier zwischen, wenn wir eine 10er annehmen, nur in dem Falle eine 2-Minuten-30 Quest kaputt mit. Ne? Also man sollte nicht immer dann die kürzeste auswählen in dem Falle. Da kann man sich jetzt entscheiden. Normalerweise hätte ich dann die angenommen, weil die noch ein bisschen mehr Erfahrung gibt. Aber das gibt mir nochmal ein Item, was man dann in den Kessel werfen kann. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt nochmal eine 10-Minuten-Quest bekomme. Das wäre ziemlich RIP. Das ist immer Worst Case. Ich hoffe, ich kann das nochmal splitten. Jo, das kann ich nochmal machen. So, jetzt haben wir die Chance 7:30 und 5 Minuten. Da wähle ich dann jetzt hier die 5 Minuten aus, um nochmal 2:30 Quest zu haben. Und das ist jetzt die letzte Quest. Und hier seht ihr nochmal, wie das ordentlich nochmal reinschallert. Ne, hier haben wir nochmal den kompletten Bonus von 16,5 Millionen, sind am Goldcap und kriegen sogar fast 1 Million XP für eine 2:30 Quest, was für mein Levelverhältnis unglaublich viel ist. Und das ist halt dieser Effekt von diesem letzten Bier, was man trinken sollte, weswegen man das so gut wie möglich versuchen sollte einzuteilen. So, nehmen wir an, zack, und die Stadtwache kann eingestellt werden. Stellen wir auf, erstmal auf 7 Stunden. Ja, stellen wir mal auf 8 Stunden. Und dann stellen wir das dann nachher, wenn die dann durchgelaufen ist, dann auf nach 0 Uhr und gehen dann damit gehen dann damit rein ins Gold-Event. Gut, ja, viel mehr möchte ich eigentlich in diesem Video gar nicht besprechen, das geht lang genug, ging eigentlich jetzt nur um die Quest-Auswahl, aber ich hoffe mal, es war trotzdem relativ interessant und aufschlussreich für euch. Wenn es euch gefallen hat und euch geholfen hat, dann würde ich mich gerne über eine Bewertung und einen Kommentar dazu freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.